ihr Lieben, ich bin heute in meiner Küche, die jetzt mittlerweile schon fast 25 Jahre alt ist. Und ich habe in den letzten 2 Jahren gründlich immer überlegt, kaufst du dir jetzt eine neue Küche oder was machst du damit? Man hätte ja auch irgendwann mal gerne eine Veränderung. Und außerdem verlässt so langsam das Furnier, was ja im Prinzip als Oberbeschichtung auf der Küche drauf ist, verlässt mich jetzt so langsam. Es blättert ab und gerade hier so in dem Hitzebereich, wo der Herd und auch der Ofen ist, löst sich das Ganze schon mal und ich habe jetzt überlegt, ob ich mir eine neue Küche anschaffe. Letztendlich kommt es auf das Gleiche hinaus. Ich kann nur eine Küche in L-Form stellen. Das heißt also, es würde sich im Prinzip an den Schränken gar nichts ändern. Das Einzige, was ich austauschen müsste, wäre ein Einbaukühlschrank und ein Einbaugefriergerät. Das würde ich noch erneuern. Es kommt auch eigentlich kein Standgerät in Frage, weil eigentlich gar nicht der Platz dafür ist. Ich hätte schon gerne eine größere Küche. Und jetzt stand die Frage, was machen wir nun? Da sich das Furnier hier löst und das lässt sich auch wirklich relativ leicht entfernen, habe ich mir überlegt, die ganze Küchenfront zu streichen, also wirklich bloß die Türen aushängen, die Beschichtung abmachen und das neu zu streichen. Und was auf jeden Fall noch neu gemacht werden muss, ist der Fliesenspiegel. Der Fliesenspiegel gefällt mir überhaupt nicht, der hat mir von Anfang an nicht gefallen. Und der wird jetzt neu gemacht und da habe ich auch lange überlegt und habe gedacht, wenn du jetzt die ganzen Schränke abmontieren musst, die alten Fliesen runternehmen, um neue aufzusetzen, ist das ein Heidenaufwand und auch ein Heidendreck und dazu habe ich eigentlich gar keine Lust. Also habe ich mir auch da was überlegt und habe mir dafür eine neuartige Fliese besorgt. Die habe ich jetzt allerdings erstmal nur im Probeformat, die gefällt mir aber sehr gut. Und die werde ich auch in der entsprechenden Menge nachbestellen, sodass im Prinzip auch ein neuer Fliesenspiegel rankommt. Ansonsten werde ich das alles farblich passend aufeinander abstimmen. Es wird auch wieder eine helle Küche werden, nicht weiß, aber doch ein sehr heller Ton. Ich hoffe, dass die Farbe, die habe ich jetzt in einem Schrank getestet, dass die unempfindlich bleibt, wenn man die mit einem ordentlichen Firnis noch behandelt. Und ich werde euch jetzt mitnehmen und euch zeigen, was sich in meiner Küche so getan hat. Hier unten am Schrank kann man es schon erkennen, das Furnier lässt sich wirklich leicht ablösen, es sind auch keine Kleberückstände vorhanden. Und ich fange erstmal an, damit die Türen auszuhängen und auch alle Griffe abzuschrauben, weil ich das dann halt einfacher auch bewerkstelligen kann. Das lässt sich wunderbar abziehen und los geht's jetzt. Und hier sieht man schon die erste Tür ohne Furnier. Wie gesagt, das sind keine Kleberückstände mehr vorhanden. Die Glasscheiben, die klebe ich mit Krepppapier ab, sodass mir da auch keine Farbe rüberläuft und ich wirklich nur den Rahmen streichen kann. Und los geht's mit dem Streichen. Ich benutze hier eine Vintage Kreidefarbe. Ich bin wirklich sehr begeistert davon und habe schon einige Sachen in dieser Kreidefarbe gestrichen. Das kann man wirklich im Innenbereich auch durchführen. Die Farbe riecht überhaupt nicht, die trocknet unwahrscheinlich schnell. Und ja, also ich mag diese Kreidefarbe sehr, die hat einen schönen matten Effekt und lässt sich gut verarbeiten, die tropft auch nicht allzu doll. Also wie gesagt, probiert's mal aus, wenn ihr irgendeine Kleinigkeit habt, die ihr mal verändern wollt. Ist eine tolle Sache, diese Kreidefarbe. Was man allerdings jedoch beachten sollte, dass diese Pinselstriche auf der Farbe oder auf dem Farbkörper bleiben. Das heißt, wirklich immer schön in eine Richtung streichen, das bekommt so einen leichten Holzeffekt dadurch. Und weiter geht's mit dem Reinigen der Schubfächer. Ja, das ist der große Vorteil meiner ganzen Umgestaltung, dass die Küche auch in dem gleichen Zuge auch eine Grundreinigung bekommt.
Und die Türgriffe, die bekommen natürlich auch eine Komplettreinigung. Man hat die ja sonst nicht allzu oft einzeln in der Hand. Also ich habe das jetzt gleich ausgenutzt und die wirklich von allen Seiten richtig schön behandelt und die sehen jetzt aus wie neu. Ich habe mir hier zwei Farben ausgesucht. Das ist einmal die Farbe Antique Rosé. Das ist ein ganz blassgraues Rosa, fällt also nicht so zu sehr in den Rosaton. Und dann noch ein schönes Blau, ein Light Petrol. Und diese zwei Farben setze ich jetzt komplett in der Küche ein und werde mir auch weitere Sachen, Deko-Sachen in diesen Farben streichen, sodass das zu der gesamten Küche auch passt. Nachdem dann alles zweimal gestrichen wurde und auch gut getrocknet ist, setze ich nochmal eine Schicht Firnis drüber. Auch diesen Firnis gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Einmal ein ziemlich matter Firnis, den ich jetzt hier auch gewählt habe. Und dann gibt es noch einmal diesen Firnis in sehr glänzend. Das kann ich euch jetzt hier leider nicht beschreiben oder zeigen, weil, wie gesagt, ich mir diese matte Variante ausgesucht hatte. Nachdem dann nur alles gut getrocknet ist, und das geht wirklich sehr, sehr schnell, kann ich auch die Griffe wieder anmontieren und so ist auch schon das erste Schubfach wieder fertig. Das kann dann auch sofort eingesetzt werden und auch neu bestückt werden. Wie gesagt, die ganze Küche bekommt einen wirklich frischen Eindruck und ja, also ich bin schon jetzt begeistert. Und wie man hier unschwer erkennen kann, ist auch der Einsatz für die Bestecke hier doch schon ganz schön in Mitleidenschaft geraten. Das werde ich also auch austauschen. Hierzu habe ich noch eine Noppenfolie, die kann man so als Schrankeinlage sich zurechtschneiden, je nachdem wie groß ihr eure Schränke und Schubkästen habt. Das lässt sich ziemlich gut verarbeiten und das sieht recht sauber und ordentlich aus und ist auch ein bisschen rutschfest. Ich habe das jetzt hier, wie gesagt, zugeschnitten für die einzelnen Schubfächer und werde die damit auslegen und anschließend habe ich mir überlegt, es ist vielleicht auch sinnvoller, das kennt sicherlich jeder, irgendwie in der Küche gibt es ein Kramfach, wo alles reingeschmissen wird. Das hatte ich auch über die Jahre und habe das eigentlich gar nicht sortiert und habe mich jetzt aber dazu entschlossen, das Ganze vertikal einzurichten, weil man das dadurch wirklich besser übersichtlich im Griff hat und das verrutscht auch nicht mehr durch diese Seiteneinlagen und die Schubfächer für die Bestecke sind nochmal mit einer Einlage, mit einer Bambuseinlage versehen. Die habe ich dann fixiert mit doppelseitigem Klebeband, sodass das nicht verrutscht. Kommen wir zu dem nächsten Teilprojekt, das ist nämlich die Spüle. Auch die habe ich erneuert und da kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, messt die Spüle ganz genau aus, wenn ihr euch eine neue Spüle anschafft. Die sind nicht genormt, die sind alle unterschiedlich von der Tiefe her, von der Breite. Wir hatten uns dann hier nochmal einen Fachmann besorgt, der uns das wirklich sehr genau zugeschnitten hat, weil die Spüle doch etwas größer und auch tiefer war und der hat das ganz sauber und ordentlich mit vernünftigem Gerät gemacht und ja, dann anschließend haben wir sie eingesetzt und man kann es sehen, also es sieht natürlich top aus. Ich habe auch ganz bewusst eine dunkle Spüle gewählt. Ich hatte vorher eine weiße und die hat natürlich ganz schnell auch den Schmutz angenommen. Dann ging es weiter an die Kücheneinrichtung, die habe ich jetzt hier entfernt und auch hier bekommen die ganzen Innenschränke erstmal eine gründliche Reinigung. So, ihr Lieben, meine Küche ist komplett gestrichen. Ich bin total zufrieden mit der Farbe, vor allem weil sie auch wirklich beständig ist, nicht abplatzt und auch gegen Schmutz resistent ist. Das zeige ich euch aber nachher nochmal. Jetzt geht es an den Fliesenspiegel. Ich hatte euch das ja gezeigt, dass mir diese Fliesen eigentlich noch nie gefallen haben.
Die nehme ich nicht ab, weil das eigentlich ein viel zu großer Aufwand ist und auch viel zu viel Dreck macht. Und von daher kommt eine ganz tolle Superfliese darüber. Das ist so eine Kunststofffliese, die sieht aber überhaupt nicht nach Kunststoff aus. Ich zeige euch das gleich. Und die kann man zuschneiden und ich hoffe, weil sie auch schön groß ist, dass das ganze Verfahren jetzt nicht so lange dauern wird und dass wir vielleicht heute Mittag, Abend fertig sein werden und ich dann meine Küche komplett euch zeigen kann. Als erstes werde ich natürlich alles noch entfernen, was angeschraubt ist, weil auch hier der Fliesenspiegel eine ganz gründliche Reinigung bekommt. Dafür müssen natürlich auch die Steckdosen alle nochmal abgeklebt werden, dass hier kein Wasser eintreten kann. Und los geht's mit dem nächsten Reinigungsgang. Der komplette Fliesenspiegel muss jetzt wirklich gründlich gesäubert werden. Der muss frei von Rückständen und Fetten sein, weil der ganze komplette Fliesenspiegel jetzt neu beklebt wird. Nachdem ich mich durch das Probemuster für diese Fliese entschieden habe, ich bin wie gesagt sehr begeistert davon. Das ist eine Schieferform, die ist auch leicht strukturiert, ist also in verschiedenen Grautönen, hat auch einzelne Brauntöne da drin enthalten, ist beweglich und das Gute ist, es lässt sich wirklich fantastisch zuschneiden. Wichtig ist aber immer, dass man auch vernünftiges Werkzeug hat. Das ist so in allen Dingen das A und O. Also ein gutes Cuttermesser sollte man schon mindestens haben und auch ein vernünftiges Metalllineal. Und ganz wichtig ist auch dabei, dass die Aussparungen, die jetzt ausgeschnitten werden müssen, wie hier zum Beispiel die Steckdosen, dass das wirklich genau abgemessen wird. Also der Teil, der muss jetzt ausgeschnitten werden. Das habe ich von Seite zu Seite abgemessen und das wird jetzt mit dem Cuttermesser und mit dem Metalllineal vernünftig ausgeschnitten und dann hoffen wir mal, dass es passt. Auf der linken Seite habe ich bereits die Klebefolie schon entfernt und drücke jetzt den überstehenden Rand und auch die ganze Fläche unter den Steckdosen schon mal an. Und an der rechten Seite ziehe ich ganz vorsichtig das Schutzpapier ab und werde dann von innen nach außen die Fliese andrücken, sodass sich da auch keine Luft drunter bilden kann. Das geht wirklich relativ einfach, also das ist keine besonders schwere Arbeit. Ich war da wirklich sehr von angetan und kann das wirklich bloß empfehlen. Das kann man wirklich gut alleine ohne weitere Hilfskräfte zu Hause bewerkstelligen. Also wenn ihr einen Fliesenspiegel, egal ob im Bad oder in der Küche, neu anbringen wollt, ist das eine ganz feine Sache. Das Schöne auch für Wohnungen, die man angemietet hat, das Ganze lässt sich beim Auszug auch wieder entfernen. Und mit der restlichen Farbe werde ich natürlich die ganzen Dekoartikel, die ich noch so neu besorgt habe, hier einstreichen. Das ist auch zum einen ein Tablett. Das habe ich in den Seitenteilen mit diesem Alt Rosé eingestrichen und die Stellfläche vorne, die wird in dem Blau gestrichen. Damit das Ganze nicht so eintönig ist, habe ich mir hier noch eine Schablone besorgt. Die wird eingesprüht mit etwas Sprühkleber, den kann man auch wieder sehr gut entfernen. Und ich drücke diese Schablone hier vorsichtig auf das Tablett. Und anschließend habe ich das einfach nur in diesem hellen Farbton nochmal übergestrichen und wenn das getrocknet ist, habt ihr einen wunderbaren Schriftzug oder ein Muster oder Ornament, je nachdem, was ihr für eine Schablone wählt. Und auch das kleine Regal, das ist in dem Alt Rosé angestrichen worden und so einige andere Dekoartikel auch noch. Ich habe mir noch ein schönes großes Küchenbild besorgt und auch den Rahmen habe ich mit dem Alt Rosé eingestrichen und so passt alles ziemlich gut zueinander. Und irgendwann wurde auch diese Küche fertig. Also ich bin wirklich immer noch begeistert. Ich fühle mich da unwahrscheinlich wohl drin. Die Sockelleiste habe ich in dem Blau gestrichen. Der Fliesenspiegel gefällt mir gut.
Und für das ganze viele eingesparte Geld gab es natürlich dann ein paar neue Geräte, wie zum Beispiel auch hier diese schöne Küchenmaschine mit ganz vielen Zubehörteilen. Und ein großer Wunsch von mir war auch hier diese Mühle, weil ich doch super gerne Brot backe und das bietet sich einfach jetzt an und sieht auch dekorativ aus. Ich wünsche mir, dass ich euch ein wenig habe inspirieren können, und wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Und ich versuche euch auch alle Sachen zu verlinken, die ich jetzt hier für meine Küche verwendet habe. Ihr findet unter der Videobeschreibung die einzelnen Links und könnt euch die gerne anschauen. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bleibt kreativ. Bye bye.